Ja, in diesem Projekt Schildhornbahn 20x sind wir wirklich im Endspurt. Wir haben 90% der Arbeit hinter uns. Jetzt steht noch die Montage und die Inbetriebnahme der letzten Bahn von Birg auf Schildhorn an. Die Rückbauarbeiten von der Materialseilbahnen, Renaturierungen von Umschlagplätzen, die den nächsten Frühling nach der Schneeschmelze werden erfolgen. Aber wir sind im Schlussspurt. Das Jahr 2025 hat angefangen, indem die Station Birg die Endstation war. Die oberste Luftseilbahn haben wir zurückgebaut im Herbst. Und die Bauarbeiter haben hier oben auf dem Schildhorn im Dreirestaurant die Schlafkojen müssen übernachten und Montag bis Freitag hier oben müssen bleiben und bauen. Das war eine enorm herausfordernde Winterzeit. Also ich bin sehr überrascht, dass es so gut läuft. Ich denke, das gibt ein Ghetto, aber alles tipptopp, super. Das Leben da oben ist, sage ich, man lebt wie ein König, muss man fast sagen. Das Essen ist tipptopp. Und höchstens am Freitag, wenn wir runterkommen, sind alle anderen Leute ein bisschen komisch. Muss man erst wieder daran gewöhnen, wenn so viele Leute da sind. Wir sind hier im Drehrestaurant. Wir haben Mitte Oktober angefangen umbauen. Wir mussten die Infrastruktur anpassen, dass wir jetzt Bauarbeiter einquartieren und beherbergen können. Aktuell haben wir hier oben keine Bahnverbindung. Das heisst, Bauarbeiter bleiben vom Montag bis Freitag oder bis Samstag hier oben auf Piz Gloria, sind hier stationiert. Und deshalb haben wir die ganze Infrastruktur müssen auf diese Bauphase legen und die entsprechenden provisorischen Bauten sicherstellen. Wir versuchen einfach frisch zu kochen für die Arbeiter, die da sind. Und das ist halt alles so ein bisschen speziell, weil man nur ein- oder zweimal die Woche Material bekommt. Und das ist dann eigentlich so jeden Tag bis am Freitag, am Mittag, bis ich dann irgendwann wieder abgeholt werde mit dem Helikopter. Am Abend gehe ich kurz raus, bevor das Sonnenuntergang oder Sonnenuntergang schauen. Das ist einmalig hier oben. Und, mit anderen Leuten ist eine gute Kameradschaft hier oben. Das sind alles wirklich hilfsbereite Leute. Und, da staune ich. Auf 3000 Meter und einfach immer eine Kälte aussen und die Familie daheim, die Kinder daheim. Aber einsam ist man nicht. Highlights während dem Winter waren sicher der Selspleiss von der zweiten Sektion Mürrenberg unter der Station Birg. Nachher der Antransport von der Kabine und das Aufheichen von dieser Kabine und dann die Inbetriebnahme von dieser neuen Bahn. Jetzt sind wir hier auf dem Birg und für die oberste Sektion Funi vor das Zugseil spleissen. Da haben wir letzte Woche das Spleissgerüst montiert, sodass wir jetzt heute mit dem Spleisser zusammen starten und das zusammenknüpfen. Also dieser Spleiss ist 40 Meter, das ist 1200 Mal die Durchmesser. Wir haben die Litzen verteilen, dann nachher die Litzen gerade machen und kommt mit Gummi und dann nachher machen wir die Knoten und machen wir 6 Knoten. Der nächste Schritt ist näher morgen. Am Abend werden wir die Kabine vom Mürren auf das Birg transportieren. Und dann, der nächste Schritt ist eigentlich der mit der Kabine vom Birg auf die Schildhorn. Heute Morgen hat es noch ziemlich stark geluftet. Zum Glück hat es dann gerade aufgehört, sodass wir jetzt eigentlich windstill fahren können. Angela, wir sind über den zweiten drüber, alles gut. Sobald wir oben sind, schauen wir, dass die Kabine über die Kante kommt. Dann ziehen wir die zurück auf den Schlitten und ziehen sie dann vor dem Gebäude durch unter die neue Bahn.
Wir hatten in Summe Glück. Es ist einfach gerade um 1 Millimeter gegangen. Mehr braucht es nicht. Aber es ist alles gut gekommen. Im März 2025 haben wir speziell für die Bauarbeiter nachher auch eine Aufrichtung gemacht, wo sehr viele Bauarbeiter und involvierte Kreise teilgenommen. Gut, solche Etappenziele sind natürlich enorm wichtig. Man kann eins loslassen, man kann eins in weniger Hektik, in weniger Dreck, in weniger Staub in ein paar Wortwechsel anstoßen und sich über das Geleistete freuen. Und da können wirklich alle, die da etwas dazu beitragen, stolz sein. Da ist die ganze Arbeit geleistet worden. Hier auf dem Schildhorn war natürlich der Innenausbau prägend jetzt in den letzten Monaten. Die Elektroinstallateure, die die ganzen Installationen hier gemacht haben. Der Bodenleger, der die Böden begehbar gemacht und gedämpft, dass es nicht hallt in diesen Räumen. Die Rolltreppen, die montiert wurden, die einen komfortablen Auf- und Abstieg innerhalb des Gebäudes ermöglichen. Und alle anderen Gewerke, die da natürlich auch involviert waren, die hier ganz prägende Arbeit hinterlassen. Im Moment sind wir hier auf Piz Gloria dran mit fortlaufenden Ausbauarbeiten. Wir haben seit dem 15. März die erste Spur 3.1 eröffnet und führen aber die Baustellen nahtlos weiter mit den entsprechenden Ausbaugewerken. Das braucht auch dort eben auch die kleineren Gewerke, für so ein Gesamtprojekt fertigzustellen. Sei das elektrisch, sanitär, Heizung, Lüftung, Kälte oder eben auch die Sprinkleranlagen, die wir hier auf dem Gästeperron sehen. Wir sind im Moment relativ weit bei den bestehenden Gebäuden, so weit auch bei allem, was jetzt neu gebaut wurde. Wir haben jetzt sämtliche Kabel eingezogen, es sind alle Leitungen verlegt. Wir haben auch hier für den Innenausbau ganz spezielle Bauteile nicht gegeben. Das sind die grossen Rolltreppen, die in gewisse Einzelteile zerlegt wurden, aber gleich relativ gross und schwer sind, bis 6 Meter lang und knapp 3 Tonnen schwer. Auch diese Bauteile mussten entsprechend mit der Bahn hier transportiert werden, mit der Materialseilbahn. Sie sind dann mit dem Kran bis ans Gebäude hergesetzt worden und von dort aus dann ins Gebäude eingebracht worden. Was ich jetzt am Machen bin, ist sämtliche Steckdosen im Gebäude in Betrieb nehmen. Für das müssen wir jetzt zum Beispiel auf dieser Verteilung hier Messungen durchführen, damit wir kontrollieren können, ob die Leitung in Ordnung ist, ob die Steckdose in Ordnung ist, dass sicher keine Elektrounfälle passieren können und dass alles tiptop funktioniert. Also in der Planung haben wir sicher ganz bewusst gezielte Aussichtspunkte in alle Richtungen, wirklich 270 Grad eingeplant. Aber dass diese Wirkung so enorm gut wird sein, wenn man es jetzt hier vor Ort antreffen kann, hätte ich nie im Leben erwartet. Unsere Glasfassade bietet dem Gast Aussicht. Die Herausforderungen hier sind gestellt worden, einerseits von der Architektur, die einen klaren Wunsch hatte, wie das wirken soll. Wir haben sehr kurze Montagezeitfenster, die vorgegeben waren. Und wir sind hier hochalpin mit einem grossen logistischen Aufwand. Und all diese Komponenten mussten zusammengeführt werden zu einer Lösung. Und wegen dem haben wir auch ein eigenes System weiterentwickeln. Wir montieren heute einen Rahmen, der 5 auf 5 Meter gross ist. Und dort fliegen wir von Lauterbrunnen mit dem Helikopter unten rauffliegen und direkt einsetzen, weil der Rahmen zu gross war für auf Transportbahn. Also jetzt hier oben sind die Vorarbeiten eigentlich in dem Sinne nur, dass wir Winkel, also die Auflagenwinkel haben montiert und Stechelberg hat ein anderer Mitarbeiter von uns den Rahmen zusammengesetzt und der wird jetzt vom Heli geflogen. Unsere Gläser, die hier im Berg montiert sind, die sind einerseits mit einer Sonnenschutzbeschichtung ausgestattet und andererseits sind sie mit einem Unterdruck vorfabriziert worden.
weil wir hier fast auf 3000 Meter ganz andere Druckverhältnisse. Ja, das Thema Aussicht ist hier oben sicher sehr ein wichtiger Punkt. Und von dem her ist es schon sehr eine coole Sache, wenn man dann, für so viele Leute etwas baut, das dann wirklich auch gesehen wird von einer breiten Masse, sage ich jetzt. Mit dem Oktagon und mit dem ersten Teil der Aussichtsterrasse, der jetzt eröffnet wird, gibt es natürlich dem Gast ganz eine andere Perspektiven. Also, er kann fast 360 Grad um die Gloria die Erlebnisse aufsaugen. Und das ist ganz sicher ein riesen Mehrwert, den das hier oben bringt. Ja, die letzten Abende und Nächte ist es jetzt darum gegangen, im Bereich vom Oktagon Süd, wo wir stehen, hat es eigentlich noch die letzte Hülle gebraucht vom Objekt. Das sind hier vorgefertigte Betonelemente, die in der Spätschicht abgeliefert wurden und jeweils auch in der Spätschicht versetzt wurden. Und so ist das der Arbeitsschritt, der in diesen letzten Tagen, Wochen gegangen ist. Das Wetter ist natürlich sehr rasch, sehr schnelllebig hier, muss diesen Gegebenheiten gerecht werden. Und ja, es erfordert Flexibilität und die Erfahrung von allen. Wenn man diesen Abend natürlich mit dem Sonnenuntergang erleben kann, dann gibt es einem natürlich persönlich vielleicht auch wieder etwas zurück, sodass man die Strapazen besser verschaffen kann. Ja. Ja, im Sommer 2025 sind natürlich auch die Rohbauarbeiten sowohl auf dem Berg als auch hier auf dem Schildhorn wichtig gewesen. Und da haben wir immer sehr schnelle Fortschritte gesehen. Sei es bei den Betonarbeiten mit der Betonanlage vom Berg, der Beton, der hier auf das Schildhorn transportiert werden, bevor man es einbringen konnte. Nachher die ganze Aufrichterei vom Stahlbau, vom Holzbau, der natürlich jeweils enorm schnell ist gegangen und enorm grosse Fortschritte in kurzer Zeit sind, entstanden und sichtbar waren. Das waren sicher prägende Elemente und Phasen im 2025. Hauptfokus bei uns in nächster Zeit hat die Demontage der alten Pendelbahn Mürrenberg mit dem Schwerpunkt, dass wir die Talstation Mürren innerhalb von 14 Tagen komplett leer haben. Nach Ostern haben wir zuerst die zweite Sektion der alten Luftseilbahn Mürrenberg ausser Betrieb genommen, zurückgebaut. Während dem Sommer nachher die Stützen, die alten Stützen 4 und 5, die man hat zerlegt. Nachher Betonfundament, Unterboden zurückgespitzt, entsorgt. Und dann hat das ganze Gelände dort wieder schön renaturiert, begrünt. Ich gehe davon aus, dort wird man nächstes Jahr im Sommer schon nicht mehr viel sehen, dass dort Eisenstützen gestanden sind. Ja, nach den Sommerferien haben die Seilzugarbeiten von Mürren auf das Berg angefangen für die zweite Spur. Für die Seilbahnbauer ist so ein Seilzug offenbar ein Höhepunkt. Dann auch die Montage der Seilreiter, wo man bereits das Laufwerk auf dem Seil hat und nachher mit der Barella unten dran auf diesen Seil vorwärts fährt und die Seilreiter einzieht, ist doch auch eindrückliche Arbeiten in luftiger Höhe. Also jetzt bei dieser Spur, beim 2.1, man könnte fast meinen, es sei Copy-Paste zum 2.2, wo wir Fähren haben gemacht. Der grosse und gravierende Unterschied für mich ist natürlich, jetzt sind wir mit dem Seilzug viel näher an der neuen Bahn dran, weder dass wir Fähren zur alten Bahn waren. Das heisst für mich persönlich viel mehr aufpassen.
viel mehr auf Kommunikation schauen, mit Funkverbindungen zu den Kabinen und so weiter. Ist nochmal eine Sache mehr, die wirklich voll darauf fokussieren muss, dass man es im Griff hat, dass nichts passiert. Also jetzt, heute sind wir ja das Tragseil von Mürren auf das Berg ziehen. Und in diesem Fall braucht es ungefähr 9 Personen. Sicher jede Maschine ist besetzt. Jemand, der weisen und jemand, der den Seilzug überwacht. Im Seilzug darf das Tragseil nicht am Boden kommen. Darum haben wir ganz viele provisorische Bauten unterwegs. Also wie Nadeln, Rollen und so Zeug. Genau. Auch der Vorteil von dieser Linearseilzugmaschine ist, dass wir die Seil bremsen können, dass während dem Seilzug die Seilhöhe in der Luft ist, dass wir weniger provisorische Bauten machen müssen für alle Hindernisse auf der Strecke sind, zum Schiffen oder zu überbrücken. Das ist sicher auch ein gewisser Aufwand, aber wenn es läuft, kommt es gut an. Der Linearzug der muss ja mit 15, 16 oder 17 Tonnen bremsen. Und dann gibt er uns den Takt an, hier oben. Das heisst, im Moment ziehen wir ungefähr 5 cm pro Sekunde. Also sind wir nicht super schnell unterwegs. Aber es ist dazu zu sagen, wenn die Tonnagen hier oben steigen, geht die grosse Wind auch nicht mehr viel schneller. Aber wenn es geht und wir keinen Stillstand haben, ist ja das noch gut. Nein, Alltag ist es nicht, aber wenn man gesund den Kopf bei Sachen hat, untereinander gut kommuniziert, dann geht auch das. Die zweite Spur von Mürren nach Birg haben wir Ende November in Betrieb genommen. Hier das Oktagon mit den wunderbaren Fenstern, Windows an Schildhorn sind in Betrieb und für die Gäste genießbar. Und jetzt warten wir nur noch auf die letzte Bahn von Birg hier auf Schildhorn, wo wir dann Ende März 2026 werden in Betrieb nehmen.